Cogvis steht für uns definitiv für den Wert Innovation, aber auch für den Wert guter Arbeitgeber, und wir hoffen natürlich sehr, dass wir unter anderem durch dieses Instrument, das wir unseren Mitarbeitern bieten, neue Arbeitskräfte auch finden können und unsere Häuser stärken und wieder eigentlich voll auslasten können. Wir haben eben gemeinsam im Herbst letzten Jahres mit allen Führungskräften 7 Werte entwickelt, für die der SAV Ried stehen möchte bzw. auch schon steht. 2 dieser Werte sind eben der Bereich Innovation und der Bereich guter Arbeitgeber, wo wir überzeugt sind, dass eben das KI-basierende System Cogvis hineinfällt. Zum einen unterstützt es unsere Pflegekräfte in ihrem Arbeitsalltag, und es ist ein sehr innovatives Produkt, das auch den Arbeitsalltag für unsere Pflegemitarbeiter erleichtert. Die Sicherheit von den Bewohnern, natürlich die Arbeitserleichterung für das Pflegepersonal. Es war nie der Gedanke, Pflegepersonal damit zu ersetzen, ganz im Gegenteil, einfach die Arbeitsbelastung vom Pflegepersonal zu reduzieren. Und was für mich vor allem wichtig war, die Technologie, auf der Cogvis basiert, eröffnet nun Möglichkeiten in Zukunft, das Produkt weiterzuentwickeln. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, wie jetzt schon in der Testphase ist der Bed Activity Sensor, also wo man erkennen kann, wie dreht sich ein Bewohner im Bett, ist die Pflegetätigkeit zu dem Zeitpunkt indiziert oder kann man später machen. Genauso, wo man sich wirklich noch mehrere Zukunftsszenarien vorstellen kann, aber die Technik im Endeffekt gleich bleibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt bei einem Produkt, dass man nachher sagt, ja, man geht damit. Aufgrund des CARE-Kongresses 2022 sind wir auf den Cogvis-Sensor aufmerksam geworden und haben uns dann auch nach reichlicher Überlegung und Information für den Cogvis-Sensor entschieden, weil wir nach einer innovativen Idee gesucht haben, um Abläufe im Pflegealltag zu erleichtern. Besonders im Nachtdienst, wo einfach weniger Personal im Haus ist, und um Sicherheit für Bewohner und Mitarbeiter zu gewährleisten, haben wir uns für den Sensor auch entschieden. Wir haben uns von Anfang an gut aufgehoben gefühlt. Die Abwicklung lief problemlos. Jegliche Fragen wurden uns sofort beantwortet. Es ist eine gute Aufklärungsarbeit für die Mitarbeiter erfolgt, was wichtig für die Einschulung war. Und eigentlich von Anfang an sind wir gut begleitet worden. Für die Bewohner ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Für die Mitarbeiter ist die Sicherheit, dass auch wenn der Bewohner selbstständig nicht läutet, sozusagen das Signal kommt, dass sie Hilfe benötigen. Es ist für beide Seiten eine zusätzliche Sicherheit, die sozusagen eine gute Pflege gewährleistet. Sie wurden auf jeden Fall angepasst, besonders für den Nachtdienst, der zuerst einmal das Cogvis-System durchschaut, ob sich der Bewohner selbstständig gelagert hat, und aufgrund von der Erkenntnis dann sozusagen die Durchgänge anpasst. Somit kann der Bewohner besser schlafen. Es ist nicht mehr zusätzlich der Faktor, dass er bei den Kontrollgängen aufgeweckt wird. Und natürlich kann der Nachtdienst dann die Nacht besser strukturieren. Bei jeder Neuanschaffung, vor allem von KI-Systemen, schaut man sich natürlich das Thema Datenschutz an. Es ist eine Entscheidungsgrundlage für Kauf oder Nichtkauf. Firma Cogvis hat eben die Datenschutzkonformitätserklärung sowieso abgegeben. Wir haben es trotzdem auch noch angeschaut. Wir haben gesehen, wir geben überhaupt keine bewohnerbezogenen Daten weiter.
Also sprich, auf der Plattform sind nur die Zimmernummern. Man kann durch die Visualisierungen nicht erkennen, ob es sich um welchen Bewohner dass es sich handelt. Es kann die Firma Covis zum Beispiel nicht einmal wissen, welcher Bewohner da in dem Zimmer drinnen ist, weil es keine Verbindungen gibt. Ganz wichtig ist, dass man das Personal von vornherein mitnimmt. Nur so kann eine erfolgreiche Einführung geschehen. Also sprich, man muss die Bedenken vom Personal gleich mal ernst nehmen, man muss sie zerstreuen und da ist einfach ganz wichtig, dass man am Anfang sagt, das sind Visualisierungen, es handelt sich nicht um eine Überwachung vom Pflegepersonal, sondern es handelt sich um eine Arbeitserleichterung. Wenn man die Bedenken zerstreut hat, dann glaube ich, steht einer erfolgreichen Einführung nichts im Weg.